Herzlich willkommen in der Alten Pinakothek. Ich lade Sie heute dazu ein, in unserer neuen Reihe Think and Talk über den sterbenden Seneca von Peter Paul Rubens zu sprechen und über die Kunst, Zumutungen zu überstehen. In Zeiten von Corona wahrlich ein aktuelles Thema. Think and Talk ist eine neue Reihe von den Kuratorinnen und Kuratoren der Alten und Neuen Pinakothek und unser Anliegen ist es, die aktuellen Bezüge der alten Meister zu unserer heutigen Zeit sichtbar zu machen. Wir laden Sie ein, mit uns ins Gespräch zu treten, sei es in Form von Kommentaren oder auch in unserer digitalen Diskussionsveranstaltung. Und wir sind einfach gespannt auf Ihre Gedanken. Ich bin Mirjam Neumeister, Kuratorin für flämische Barockmalerei an der Alten Pinakothek hier in München. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Werken von Rubens, von Bruegel, von Antonis van Dyck, von Jordaens. Sie alle haben vor 400 Jahren gelebt, aber das Faszinierende ist, dass ihr Werk für uns bis heute aktuell ist. Und das aufzuzeigen, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Und besonders schön und deutlich kann man das sehen am Werk von Peter Paul Rubens. Die Alte Pinakothek besitzt einen der größten Rubens-Bestände weltweit. Peter Paul Rubens, das ist ein Name, den kennt man. Ein berühmter Künstler, ein Malerfürst. Aber die wenigsten, glaube ich, mögen ihn wirklich, obwohl er so bedeutend ist. Und ich als Kuratorin für flämische Barockmalerei frage mich natürlich, warum ist das so? Was mich so fasziniert, wenn ich mit Besuchern diesen fantastischen Saal betrete, sie reagieren. Rubens polarisiert und provoziert bis heute. Dieser Maler, der vor 400 Jahren gelebt hat, lässt uns einfach nicht kalt. Seine Werke sprechen bis heute noch zu uns. Und beispielsweise, wenn wir uns sein Selbstbildnis anschauen mit Isabella Brandt vor der Geißblattlaube, da steht Rubens nicht vor uns als Maler, sondern das Ganze ist ein einziges Statement, denn Rubens zeigt damit, dass er ein gebildeter Mann ist. Das aufzuspüren, das zu vermitteln und den Besuchern zu zeigen, was das Besondere ist und was vielleicht sogar auch das aktuelle Moment ist, dass das gar nicht so weit von unserer heutigen Lebenswelt entfernt ist, das ist eine meiner Aufgaben als Kuratorin für die flämische Barockmalerei. Heute wenden wir uns einem Bild zu, das eben nicht eine schöne Frau zeigt oder eine dynamische Szene, sondern ein eher unspektakuläres Bild, nämlich den sterbenden Seneca. Der Seneca gehört ganz unbestritten zu meinen Lieblingsbildern von Peter Paul Rubens hier in der Alten Pinakothek, weil es so tief in Rubens Gedankenwelt hineinführt und weil man als Betrachter gleichzeitig unglaublich viel für sich selbst herausziehen kann. Wir sehen einen alten Mann, weitgehend nackt, bis auf ein Lendentuch, das um seine Hüften geschlungen ist, der in einem Metallbecken steht. Um ihn herum stehen mehrere Männer, an seiner linken Seite ein Mann, der seinen Arm abgebunden hat und gerade seinen Arm aufritzt, Blut strömt hervor. Auf der gegenüberliegenden Seite sitzt ein junger Mann zu Füßen des Seneca. Er hat ein aufgeschlagenes Buch vor sich und schreibt da drin. Hinter diesem Mann stehen zwei römische Soldaten, das heißt, wir befinden uns im Zeitalter der Antike. Und ziemlich sicher hat der zeitgenössische Betrachter den Dargestellten erkannt, mit der hohen Stirn und dem leicht angedeuteten Bart. Das sind charakteristische Züge, die man damals mit dem Philosophen Seneca verbunden hat. Seneca hat zu Zeiten von Nero gelebt, Kaiser Nero. Das ist eine Gestalt, die kennen wir natürlich. Wir verbinden ihn mit dem Brand von Rom, mit Christenverfolgung. Und vor allen Dingen, und das spricht dafür, dass er eine ziemlich narzisstisch veranlagte Persönlichkeit gewesen sein muss, auch damit, dass er seinen Weg über alle Hindernisse hinweggegangen ist. Das heißt, er hat nicht nur politische Gegner, sondern sogar Familienmitglieder gnadenlos beiseite geräumt. Das führte natürlich über die Zeit zu einer enormen Opposition, zu Verschwörungen gegen ihn. Und tatsächlich ist eine dieser Verschwörungen Seneca zumindest indirekt zum Opfer gefallen, weil Nero glaubte, er sei für diese verantwortlich und ihm das Todesurteil überstellen ließ. Und das ist genau der Moment, den die Soldaten im Hintergrund von Rubens Bild andeuten. Und dieser Sterbeprozess dieses alten Mannes muss entsetzlich
langwierig gewesen sein. Eine einzige Quälerei. Ihm wurden an mehreren Stellen im Körper die Adern geöffnet. Und weil das alles nicht reichte, weil sein Blut viel zu langsam zirkulierte, hat man ihn am Ende in eine heiße Wanne gestellt und er ist an den Dämpfen erstickt oder vielleicht floss das Blut dann auch etwas leichter. Zumindest war es ein unendlich langer Todeskampf. Das Interessante ist, dass wir sein Gesicht sehen und wir sehen, dass sich die Augen von Seneca nach oben auf den Himmel richten. Wen spricht er gerade an? Spricht er mit den Göttern? Und da ist ganz ausschlaggebend, dass wir diese ausgestreckte Hand sehen, die sich zum Betrachter hin wendet und wir sehen den geöffneten Mund und es ist ganz klar, dass Seneca spricht. Frei gesprochene Worte, die der junge Schreiber an seiner Seite aufnimmt. Und wir können tatsächlich am Bild auch die Buchstaben Vir sehen und die ergänzen sich zu einem ganz zentralen Aspekt seiner Lehre, nämlich der Virtus, der Tugend. Natürlich könnte man jetzt erwarten, dass dieser Seneca sich seinem Leiden hingibt, seiner Todesangst, seiner Wut, weil sein Schüler ihn in diese Situation gebracht hat. Er könnte über die Ungerechtigkeit klagen, denn er hat mit dieser Verschwörung nichts zu tun gehabt. Aber nichts davon ist zu sehen. Wir sehen ihn als geistig regen Mann bis zur letzten Minute tätig sein, aktiv sein, sein Wissen zu vermitteln. Und er möchte etwas hinterlassen. Deswegen wird, während er spricht, mitgeschrieben. Und auch der Bücherstapel, der links unten zu sehen ist, wo einige Seiten aufgeschlagen sind, wo Lesezeichen zu sehen sind, alles spricht davon, dass man jede Minute, die kostbaren letzten Minuten zu nutzen versucht, um noch etwas gedanklich zu Ende zu bringen. Damit ist Seneca geradezu paradigmatisch dargestellt, was die Schule der Stoa ausgemacht hat. Die Stoiker gingen davon aus, dass alles miteinander verbunden ist und dass alles festgelegt ist. Das heißt, der Mensch hat kaum große Chancen, irgendetwas zu verändern. Alles ist Schicksal, alles ist Vorhersehung. Das klingt jetzt natürlich nach einer totalen Einschränkung, als hätte man gar keine Handlungsmöglichkeit. Aber das Interessante ist, dass die Stoiker den Blick zurück auf den Menschen selbst gelenkt haben. Das heißt, innerhalb einer gewissen Vorbestimmtheit das eigene Handlungsspektrum zu sehen. Also wie geht man mit einer von außen verordneten Situation um? Jeder kann sich selbst prüfen, wie entwickle ich eine innere Haltung, in diesem Fall einem ungerechten Schicksal gegenüber. Und wie sehe ich von mir ab und entwickle den Blick für das große Ganze. Und das Spannende ist, uns wird Seneca nicht als Opfer vorgeführt. Das ist kein Schaf, das sich zur Schlachtbank leiten lässt, sondern er ist ganz und gar Herr des Moments. Wenn wir uns das klar machen, spürt man, wie nah das unserer eigenen Zeit ist. Denn wir leben ja im Moment alle in Pandemiezeiten in einer Situation, wo alles über uns bestimmt wird, sei es von dem Virus, sei es von der Politik, sei es von den Umständen. Wir sind nicht mehr frei in unserem Handeln. Wir leben mit Einschränkungen, denen wir uns fügen müssen. Das führt uns natürlich zu der Überlegung, wie gehen wir damit um? Bleiben wir passiv? Geben wir die Handlungsmöglichkeit ab? Beklagen wir uns über unser Schicksal? Oder gehen wir nicht anders damit um? Entwickeln wir eine innere Haltung? Was kann ich tun? Was mache ich anders? Was hilft mir für mein weiteres Leben? Das heißt also ein ganz, ganz aktives Moment, ein Moment der Selbstbestimmung. Und genau dafür bietet uns der Seneca ein gewisses Vorbild. Von uns selber abzusehen, eine andere Idee zu verfolgen, auf das große Ganze zu blicken. Und vielleicht sehe ich auch tatsächlich motivierende Momente, denn man kann sich ja auch sagen, ich nehme mich jetzt zurück, weil davon andere profitieren. Aber trotzdem ist natürlich nicht wegzuleugnen, dass es eine katastrophale Zeit ist. Menschen sterben. Der wirtschaftliche Ruin droht für viele. Wir haben existenzielle Nöte, Ängste und Sorgen. Und dennoch bleibt die Pandemie ein Fakt, mit dem wir leben müssen. Und das finde ich das Interessante an solchen Werken. Sie sind 400 Jahre alt und trotzdem geben sie uns einen Impuls, Dinge neu zu sehen, anders zu sehen. Und das finde ich so faszinierend an dieser Zeit. Was denken Sie über Rubens? Könnte Seneca für Sie ein Vorbild sein?
Wofür halten Sie durch? Was ist Ihnen Ansporn und Antrieb in diesen schwierigen Zeiten? Lassen Sie uns darüber reden. Wir laden Sie ein zu unserer Diskussion. Und schauen Sie auf unsere Website zu Think and Talk. Dort finden Sie die Videos, Veranstaltungshinweise und den Podcast. Oder Sie abonnieren unseren Newsletter und den YouTube-Kanal. Und natürlich freuen wir uns darauf, Sie wieder in der Alten Pinakothek begrüßen zu können.